Also ich wurde ja schon vorgestellt, dann kann ich gleich zur nächsten Folie weitergehen. Ich weiß nicht, ob man es hier richtig lesen kann. Das ist ein Tweet von dem Kollegen Peter Bell, der Professor für Kunstgeschichte ist bei uns an der Uni Marburg. Der hat gefragt, ob das jetzt die Open Access Strategie wäre vom Bildarchiv Foto Marburg. Das ist an der Außenfassade von unserem neuen Gebäude, in das wir hoffen, bald umziehen zu können. Alles allen. Ja, dann kann ich jetzt diesen Vortrag eigentlich beenden. Dann braucht man ja gar nicht mehr viel zu sagen, wenn das so einfach wäre. Aber so ist es leider nicht. Wir alle, Sie kennen das, als Archiv, Bibliothek, Museum oder auch als Forschungseinrichtung, befinden uns eigentlich zwischen diesem Anspruch. Also einerseits wird gefordert, ja, ich möchte gerne alles und möglichst schnell und kostenlos haben. Und dann gibt es aber andere Interessen und das ist auch nur eins, was hier zum Ausdruck kommt. Also zum Beispiel von den Trägereinrichtungen, dass man mit seinen Dienstleistungen möglichst auch Geld machen sollte, weil die Haushalte immer knapper werden und das vielleicht eine Möglichkeit wäre, Einnahmen zu erzielen. Historisch gesehen hat das natürlich auch einen Grund, weil es früher tatsächlich mit Aufwand verbunden war. Also das kennen Sie im Archiv, wenn Sie analoges Material in den Lesesaal transportieren müssen oder Reproduktionen erzeugen und die per Post verschicken. Das ist irgendwie noch nachvollziehbar, dafür Gebühren zu verlangen, aber dann eben auch für die Nutzung, die danach folgt, für die Publikation Geld zu verlangen, vor allem wenn man es jetzt umgekehrt schon digitalisiert hat. Das ist immer fragwürdiger geworden, aber es gibt eben trotzdem auch nach wie vor Institutionen, die versuchen, daraus Gewinn zu zielen. Und genau zwischen diesen Interessen, das kennen Sie bestimmt, bewegt man sich dann und weiß nicht so recht, wo soll ich eigentlich lang. Und das war auch meine Erfahrung, als ich vor 5 Jahren ans Bildarchiv gekommen bin und gesehen habe, wie unsere Bilder im Bildindex ausgezeichnet sind, wo immer draufsteht, Zugang erlaubt, aber Nutzung vorbehalten, wo man dann also umständlich per E-Mail meinetwegen erstmal noch eine Anfrage stellen muss, obwohl es um Grafiken geht, wo die Urheber längst gestorben sind, also wo das Werk gemeinfrei ist und dann eigentlich auch deren Reproduktion einfach so nutzbar sein sollte. Und digital liegt es da sowieso auch schon vor. Und dann hat mein Direktor gesagt, ja, das Wissenschaftsministerium will tatsächlich, dass wir alles Open Access bereitstellen. Wenn wir Förderanträge bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft stellen, ist das genauso. Aber andererseits gibt es dann das Finanzministerium, das pocht eben auf seine Gebührenordnung und möchte, dass wir dafür immer noch einen bestimmten Obolus verlangen. Und dazwischen zu vermitteln, schien also aus unserer Perspektive schwierig. Da ging es natürlich nicht nur uns so und deswegen gab es im Dezember 2019 sozusagen eine Initiative, aus der dann dieses Projekt entstanden ist. Und ich will Ihnen jetzt so ein bisschen sozusagen die Ausgangslage schildern. Dieser Idee, Forschungsdaten sind es ja letztlich offen zugänglich zu machen, liegt eigentlich schon die Berliner Erklärung oder zum freien Zugang zu wissenschaftlichem Wissen, die in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, zugrunde, die ja auch von vielen Forschungseinrichtungen, aber auch Museen und Bibliotheken unterzeichnet wurde. Dann gibt es seit vielleicht 10, 15 Jahren eine sogenannte Open Glam-Bewegung. Das leitet sich aus dem englischen Akronym Galleries, also damit sind eher sowas wie Kunsthallen gemeint, Libraries, eben Bibliotheken, Archives und Museums ab. Aber auch das ist immer so eine schöne, wohlfeile Forderung und das finden auch alle hip und toll, aber eben der Alltag, also wie weit kann ich dann eigentlich in dieser Weise agieren, das ist dann immer das andere Problem. Und uns in die Hände gespielt hat natürlich die Urheberrechtsnovelle der EU, die dann während der Projektlaufzeit, das war von 2020 bis 2022, auch in deutsches Gesetz überführt wurde, die zum Beispiel ganz klar sagt, Gemeinfreies soll auch gemeinfrei bleiben. Also es ist nicht mehr erlaubt und gewollt, dass man dann nochmal für seine Reproduktion, die jetzt keine künstlerische Schaffenshöhe hat, nochmal zusätzlich Gebühren verlangen kann. Ebenfalls in dieser Zeit sind wir als Universität Mitglied der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur geworden mit dem Konsortium NFDI for Culture. Und auch dort wird etwas proklamiert mit diesem Akronym FAIR, das erläutere ich gleich nochmal. Also da geht es auch darum, Forschungsdaten eben möglichst zugänglich zu machen,
interoperabel und nachnutzbar. Und seit 2018 gibt es eben diese spartenübergreifende AG Digitalisierung. Das ist auf Initiative des Hessischen Wissenschafts- und Kulturministeriums entstanden, dass Einrichtungen wie Archive, Bibliotheken, Museen, Museumssammlungen, aber auch die Denkmaleinrichtungen, die Schlösser und Gärten, also lauter Einrichtungen, die sozusagen in der Trägerschaft des Landes sind, zusammengebracht hat. Und wir haben so im informellen Rahmen alle 3 Monate, nee, nicht, also 3-mal im Jahr etwa Treffen gehabt, wo wir uns mit Themen zum allgemeinen Themenbereich Digitalisierung beschäftigt haben. Und bei einem dieser Themen kam dann eben durch einen Impulsvortrag raus, ja, Open Access, die Zugänglichmachung, Urheberrecht, das beschäftigt uns eigentlich alle. Und daraus ist dann dieses Projekt, diese Idee entstanden. Politisch unterstützt wurden wir sowieso auch Bestrebungen durch die Landesregierung, dass eben zum Beispiel Museen ganz besonders auch mit neuen Stellen unterstützt worden im Bereich der Digitalisierung. Und da gehört dann eben auch sowas wie die Zugänglichmachung und die Rechteklärung dazu. Also wir haben hier einerseits den Anspruch, freien Zugang zu ermöglichen. Und hier sehen Sie nochmal dieses Akronym, das steht eben für Findable. Also das heißt, dass Daten dann natürlich dann auch irgendwie so erschlossen sind, dass man sie finden kann im Internet. Und zwar nicht nur mit einem menschlichen Zugang sozusagen, sondern auch über maschinelle Schnittstellen. Es soll accessible sein. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer kostenlos ist, aber es muss ein definiertes Protokoll geben oder eben eine Möglichkeit, das Ganze auch dann mindestens zu sehen oder eben runterladen zu können. Interoperabel soll es sein, das heißt, muss auf Standards basieren, die eben den Datenaustausch zum Beispiel auch ermöglichen, und reusable, also nutzbar. Das heißt, hier sind auch wieder die rechtlichen Fragen ganz virulent. Und die Wirklichkeit, die kennen Sie eben, dass es dann doch noch restriktiver gehandhabt wird, als man eigentlich möchte, dass die Idee besteht, aus etwas, was gemeinfrei ist, dann doch noch mal wieder Geld rauszuschlagen. Dass es vielleicht bei uns sogar eine Gebührenordnung gab, die uns dazu verpflichtet hat. Oder dass die Metadaten einfach so schlecht sind, dass man dann zum Beispiel gar nicht weiß, muss ich jetzt hier nochmal das überprüfen. Also selbst hausintern kostet die Rechteklärung dann ja auch immer entsprechend Zeit, wenn man nicht weiß, okay, das ist zwar gemeinfrei, aber es ist zum Beispiel eine Innenaufnahme, dann geht es eben um die Panoramafreiheit und welchen Vertrag habe ich eigentlich mit dem Eigentümer geschlossen. Also darf ich diese Innenaufnahme jetzt verwenden und öffentlich zeigen und jemandem einfach zur Nutzung weitergeben oder gab es da irgendeinen Vertrag, der uns das nicht erlaubt hat. Und wir kennen zwar Standards, um einen interoperablen Datenaustausch zu machen, aber die sind eben nicht immer in unsere Systeme so implementiert, dass sie dann auch funktionieren. Das ist also auch eine technische Hürde. In dem Antrag, den wir gestellt haben, haben wir formuliert, dass wir einmal eine Leitlinie, eben diese Open Access Policy formulieren wollten. Das sollte sozusagen das Ziel beschreiben, spartenübergreifend, so wie es Frau Greisinger schon gesagt hat. Und dann wollten wir aber spartenspezifisch ganz konkret auch erläutern in Handlungsempfehlungen, wie setzt du das jetzt eigentlich in deiner Einrichtung um. Uns war klar, dass es eben auch einen Nebeneffekt haben sollte, nämlich im Rahmen dieser AG Digitalisierung die Akteure auch noch besser zu vernetzen. Aber letztlich sollte dieses Ziel erreicht werden, eben einen besseren, freieren Zugang zu Forschungsdaten und gemeinsamem Wissen zu ermöglichen. Hier sehen Sie nochmal, wer daran beteiligt war. Also Antragsteller waren wir gemeinsam mit der Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt und dann eben weiteren Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in Hessen, also unter Trägerschaft des Landes Hessens. Gefördert wurden wir vom Ministerium mit 50.000 € und die konnten wir gut einsetzen, weil wir sonst eigentlich keine Ausgaben hatten, um eine rechtliche Beratung, nämlich die Professorin Ellen Euler und Paul Klimpel zu bezahlen. Die kennen Sie vielleicht schon aus diesem Kontext, weil die sehr viel dazu auch schon publiziert haben oder verschiedene Einrichtungen beraten haben. Und die sind so engagiert, dass sie das auch gerne quasi ehrenamtlich machen, aber die waren dann ganz froh, dass wir sie auch im Rahmen dieses Projekts dann mal vernünftig bezahlen konnten für ihre Dienste.
Und dann wissen Sie es alle, als das Projekt beantragt wurde, war das schon so, wir hatten vorher einmal uns tatsächlich dann auch mal virtuell, vorher immer nur analog getroffen, um das Projekt vorzubereiten, aber dann kam Corona und das, muss man wirklich sagen, war gar nicht so schlecht für uns. Deswegen war es nämlich eigentlich viel leichter, auch Hessen ist ja ein Flächenstaat, sich relativ schnell einfach auch mal nur für einen Vormittag oder für 1,5 Stunden zu treffen, um sich inhaltlich auszutauschen. Also wir haben leider auch noch nicht mal ein analoges Abschlusstreffen hingekriegt bisher. Also das kennen Sie vielleicht auch. Hier in Teuern ist, glaube ich, jetzt zum ersten Mal wieder eine richtig analoge Veranstaltung. Also auch das muss alles wieder erstmal zurückkommen. Und ich glaube, ohne diese analogen Treffen am Anfang wäre auch der virtuelle Austausch nicht so gut gewesen. Aber trotzdem hat uns das eigentlich in die Karten gespielt, dass wir dadurch sehr dynamisch schnell Termine finden konnten und uns auch zusammensetzen. Das erste war also, dass wir uns überhaupt erstmal mit der Gesetzeslage auseinandergesetzt haben, damit auch eben unterstützt wurden durch die rechtliche Beratung. Und dann haben wir einen Auftaktworkshop gemacht und danach bestimmte Schwerpunkte, die wir dabei herausgefunden haben, in kleinen Arbeitsgruppen vertieft. Hier sehen Sie mal, wie wir gearbeitet haben. Eben normalerweise würde man das mit einer Pinnwand machen, mit Post-it-Notizen, aber das gibt es inzwischen ja auch alles digital, hat große Vorteile, weil es eben dann sich automatisch auch dokumentiert. Dadurch konnte ich davon einen Screenshot machen. Sie können wahrscheinlich jetzt kaum die Begriffe erkennen, aber interessant ist eben, Geld taucht einmal oben auf, also das bringt uns weiter beim Erreichen von Open Access, aber es behindert uns, klar. Einmal, wenn wir es haben, ist es gut, wenn wir es nicht haben, ist es schlecht oder wenn wir es eben vielleicht auch einnehmen sollen. Lido, der Austausch der Datenstandard zum Austausch von vor allem Museumsdaten taucht auch interessanterweise zweimal auf. Eben, es gibt einen Standard, aber der ist vielleicht noch nicht umgesetzt oder wir wissen gar nicht, wie wir ihn anwenden sollen, weil er so komplex erscheint. Lido kommt aber auch oben vor, nämlich Lido-Beratung. Also haben wir gemerkt, wenn wir so eine Beratung einrichten, dann kommen wir hier vielleicht ein bisschen weiter mit unserem Boot. Und das war sozusagen diese Ideensammlung oder überhaupt erstmal die Problematik zu erörtern, auch auf eine sehr demokratische Art und Weise, weil ja alle mit diesen Zettelchen dazu beitragen konnten. Das war sozusagen die Ausgangslage, um dann die Schwerpunkte auch zu definieren. Hier sind nochmal die Handlungsmaximen, die dann den wesentlichen Inhalt der Open Access Policy ausmachen. Ganz zum Schluss zeige ich Ihnen noch den Link, wo Sie die auch finden. Die haben wir also als allererstes Ende 2021 veröffentlicht und die sollte dann die Grundlage sein, um alles Weitere zu entwickeln. Also das erste eben nochmal dieses Prinzip so offen wie möglich. Also klar gibt es rechtliche Beschränkungen, zum Beispiel im Archiv auch Personenschutzrechte oder eben die Panoramafreiheit, die ich auch erwähnt habe, die werden auch weiterhin bestehen bleiben, selbst nachdem die Urheberrechtsnovelle jetzt in deutsches Gesetz umgewandelt wurde. Aber trotzdem gibt es noch viel Spielraum, den man auch nutzen kann und nutzen soll. Das ist sozusagen das Ziel von dieser Policy. Dann haben wir diesen Leitfaden formuliert, eben auch mit maßgeblicher Unterstützung durch Ellen Euler und Paul Klimpel, die eben da auch schon auf andere Publikationen zurückgreifen konnten. Den können Sie kostenlos runterladen, aber auch heute als Print on Demand in 2 Ausführungen habe ich hier noch dabei, auch mitnehmen gerne. Also ich wusste jetzt nicht so richtig, nach welchem Prinzip ich das verteilen soll. Wer hatte den weitesten Anreiseweg von Ihnen? Okay. Na, sonst lasse ich sie einfach hier vorne liegen und wer am schnellsten ist, einfach ein Exemplar. Und ganz wichtig, damit wollten wir wirklich Einfluss quasi auch auf die Gesetzgebung oder die Politik nehmen. Wir können natürlich nicht die Verwaltungskosten ändern, aber wir haben dann konkret aus der Policy und dem Leitfaden Vorschläge entwickelt, wie diese Verwaltungskostenordnung bitte schön geändert werden sollte, denn die war auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also kam eigentlich noch eher aus diesem analogen Zeitalter. Hier sehen Sie nochmal im Einzelnen, wer sozusagen die Einrichtungen waren, die dann letztlich auch die Policy unterschrieben haben.
und auf der anderen Seite eben das HMWK, das Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Und was ich hier durch diese beiden Pfeile ausdrücken wollte, ist, wie es uns dann politisch auch gelungen ist, das sozusagen wirksam werden zu lassen. Denn dadurch, dass wir die Unterstützung bekommen haben vom Ministerium, war es uns überhaupt möglich, das Projekt durchzuführen. Aber manchmal haben wir schon gesagt, die wissen vielleicht gar nicht, was wir ihnen da für ein Kuckucksei ins Nest legen. Denn also deswegen haben wir auch, der Titel des Antrags war noch für die Kulturerbeeinrichtungen. Jetzt heißt aber die Policy, dass es eine ist der Kulturerbeeinrichtung. Also es ist eine Selbstverpflichtung. Das ist der Pfeil, der nach rechts zeigt. Wir verpflichten uns auch gegenüber dem Ministerium, diese Policy jetzt umzusetzen. Das haben durch ihre Unterschrift die Trägerinnen und Träger all dieser Einrichtungen dann auch geleistet. Der Witz war aber, dadurch, dass das Geld vom Ministerium kam und die ja sozusagen die Hoheit hatten auch über diese Einrichtungen, haben wir so eine Art Hebel gehabt. Also eigentlich ist das so eine Art Zange, die wir hingekriegt haben. Das ist ja schon eine Art Graswurzelbewegung gewesen. Also es waren überwiegend Menschen an der Policy beteiligt, die eben eher so im Mittelbau angesiedelt waren. Unterschrieben haben es dann aber zum Beispiel Präsidien der Hochschulen. Und wie kommt man eigentlich, das war dann für mich auch so eine Herausforderung, wie schafft man das eigentlich, einen Unipräsidenten oder eine Unipräsidentin zur Unterschrift zu bewegen? Also zu der habe ich normalerweise ja nicht so einen Kontakt. Und das ging dann aber ganz gut, dass ich dann eben auch mithilfe des Ministeriums wieder erfahren habe, welche Konferenzen es da gibt und wo man das mal auf die Tagesordnung setzen lassen kann. Und tatsächlich hatten wir 0% Ausfallquote. Also alle, die angefragt worden sind zu unterschreiben, haben das auch unterzeichnet, auch selbst wenn aus ihren Einrichtungen niemand aktiv an dieser Policy beteiligt war. Und das ist also wirklich ein tolles Ergebnis. Und jetzt kann sich niemand mehr sozusagen von oben dahinter verstecken, dass das ja alles so kompliziert sei oder so. Die haben unterschrieben, dass das jetzt in diese Richtung gehen soll. Also was haben wir erreicht? Erstens haben wir die Policy veröffentlicht, dann den Leitfaden und tatsächlich ist letztes Jahr auch eine neue Verwaltungskostenordnung verabschiedet worden. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Das, was jetzt aber noch ansteht, das war uns natürlich klar, ist die Umsetzung in den beteiligten Einrichtungen und was wir eigentlich auch vorhaben, denn wir möchten eigentlich nach dem Vorbild von Digis in Berlin praktisch diese Leistung, die wir ja während des Projekts erbracht haben, also uns gegenseitig zu beraten oder Beratung von außen zu haben, möchten wir auch dauerhaft verfügbar machen. Deswegen sowas wie hier die Landesstelle für die Museen zum Beispiel, gibt es ja in Hessen auch mit der Museumsberatung, aber auch dort möchten wir noch stärker sozusagen, das ist auch eher wieder für die nichtstaatlichen Einrichtungen. Wir möchten also irgendetwas kreieren, was es uns möglich macht, diese Beratung oder auch Vernetzung eben auf einer institutionellen Ebene weiter fortzuführen. Mit der Veröffentlichung der Policy kam natürlich erstmal viel positive Resonanz und das hat uns sehr gefreut, eben vor allem auch aus anderen Regionen, Berlin, Brandenburg, NRW zum Beispiel. Und deswegen bin ich auch hier und nächste Woche in Berlin und übernächste Woche in Münster, um diese Idee sozusagen auch in andere Regionen zu verbreiten, weil es natürlich nicht viel bringt, wenn das jetzt nur Hessen so macht. Hier sehen Sie den Titel von dem Gesetzesblatt, in dem dann die neue Verwaltungskostenordnung veröffentlicht wurde. Und der wichtigste Passus, den ich hier zitiert habe, ist eben der: Nutzung und Weiterverwendung von im Internet veröffentlichten Reproduktionen zu nicht kommerziellen Zwecken ist gebührenfrei. Also auf den ersten Blick klingt es gut, aber diese Einschränkung nicht kommerziell, das ist etwas, was eigentlich nicht in unserer Policy drin steht. Denn das wissen viele nicht. Das bedeutet, dass dieses Material zum Beispiel von Wikipedia nicht nutzbar ist. Sie können ein Bild, was mit solch einer Lizenz versehen ist, nicht in Wikipedia veröffentlichen, denn bei Wikipedia ist der Grundsatz, alles, was da drin steht, kann auch kommerziell genutzt werden. Wenn jemand ein Geschäftsmodell darin sieht, kann er einen Wikipedia-Artikel als Buch drucken und verkaufen. Wer das dann kauft, ist selber schuld. Aber sowas ist durchaus möglich. Und das beschneidet, und das wissen eben viele in den Einrichtungen nicht, die denken, ja, das möchten wir jetzt irgendwie nicht, dass jemand Geld damit macht, aber das beschränkt eben die Nutzung ganz erheblich. Und das ist leider hier noch als Passus drin geblieben.
Ich habe mich dann erkundigt, warum das eigentlich so war, weil wir diesen Prozess, der fand sozusagen hinter geschlossenen Türen statt, nicht ganz verstanden haben. Und da haben wir gemerkt, ja, der Grund war gar nicht unser Vorschlag, der ist irgendwie nicht richtig an die richtigen Stellen gelangt, sondern der Grund war, dass diese Gebührenordnung aus gesetzlichen Gründen sowieso alle 2 Jahre überprüft werden soll. Und das war jetzt überfällig seit 2017. Also das war ein alter Vorschlag, der dem zugrunde lag, der auch noch aus einer Zeit stammte, bevor die EU-Gesetzesnovelle umgesetzt wurde. Das heißt für uns, wir müssen jetzt aufpassen, wann steht die nächste Änderung an und dann hoffen, dass das eben auch dort noch freier formuliert wird. Hier nochmal Stimmen auch zu dem Leitfaden, die uns natürlich auch wie Öl runtergegangen sind. Also das hört man gerne. Also einfach, das kann ich dann auch nur weitergeben, wenn Sie so etwas vorhaben. Reden Sie auch darüber und dann kriegen Sie auch entsprechendes Feedback und das ist eine tolle Belohnung für die Arbeit. Ich habe mich dann aber auch nochmal im Juli in den Einrichtungen umgehört, wie sieht es jetzt eigentlich auch mit dieser Umsetzung aus? Und da hat zum Beispiel jemand von der Schlösserverwaltung erzählt, okay, sie haben jetzt tatsächlich eine neue Richtlinie verabschiedet. Alle Fotos, die erstellt werden, da müssen die Fotografen Verträge unterschreiben, dass das dann als CC BY, als Creative Commons Lizenz zur freien Nutzung eben auch weiter genutzt werden kann. Das hat dazu geführt, dass einige Fotografen dann gleich mal die Honorarverträge erhöht haben, die Honorarkosten. Also das kann auch damit verbunden sein und das war uns auch in der Erarbeitung der Policy klar, das muss vielleicht auch irgendwie kompensiert werden. Wenn man von solchen Einnahmen wirklich gelebt hat, ist das auch eine Aufforderung ans Land, wieder damit umzugehen. Woanders kämpft zum Beispiel das Landesmuseum Darmstadt mit der VG Bildkunst, die dann sagen, ja, aber wir möchten nicht, dass sogenanntes Framing passiert, also dass die Bilder, die ihr mit eurer Ausnahmegenehmigung auf eurer Seite zeigt, dann woanders gezeigt werden können, bei Google oder in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Da sind auch bestimmte Verfahren immer noch am Laufen und man weiß noch nicht so richtig, wo es dann hingeht. Und was uns betrifft, Georg Schelbert, vielleicht hört er jetzt über YouTube zu, denn er hat mich hier aufgefordert, auch mal ein bisschen Stellung zu beziehen, denn ich habe ja eingangs gesagt, auch gerade in unserem eigenen Haus ist das noch gar nicht so, wie wir es eigentlich in der Policy ja von anderen auch fordern. Dem habe ich eben geschrieben auf seinen Einwand, dass wir selbst sozusagen das eine predigen, das andere aber machen, dass wir ja nur beschrieben haben, wo wir hinwollen, aber nicht, wo wir schon sind. Dann muss er trotzdem noch das letzte Wort haben, aber jetzt kann ich sozusagen ihm darauf antworten und ihm konkret noch kurz mit der letzten Folie zeigen, wo es denn hingehen soll. Also so sieht es aktuell im Bildindex aus und da steht eben dieses unsägliche Copyright-Symbol, was in Deutschland sowieso keine rechtliche Bedeutung hat. Dann stehen wir quasi als Urheber da, Sie wissen aber, wer diese Grafik gemacht hat und es steht da, ja, Rechte vorbehalten. Das heißt, es gibt zwar einen Download-Button, dann kriegt man es aber auch nur in einer schlechten Qualität. Also das reicht, um es so auf eine PowerPoint-Präsentation zu bringen, aber nicht, um es zu drucken. Und es gibt ja sogar noch diesen Bestell-Button, also dass man da auch noch irgendwo Gebühren für zahlen kann, was Blödsinn ist. Wir haben es aber jetzt wenigstens geschafft, 45.000 Werke tatsächlich als gemeinfrei erstmal in den Daten zu kennzeichnen. Das gab es nämlich nicht. Deswegen konnten wir es auch nicht entsprechend auf dem Webportal darstellen. Das klingt erstmal toll, 45.000. Das sind tatsächlich auch die einfachen Fälle, eben Druckgrafik, alles, was klar zweidimensional ist. Aber von über 1 Million Bildern, die wir im Bestand haben. Da sehen Sie schon, in welchen Dimensionen wir eben denken müssen, also dass das nur schrittweise gehen kann. Aber wir haben damit angefangen. Das ist tatsächlich der aktuelle Stand und das ist jetzt das, wo es dann weitergehen soll. Also erstens soll das dann auch korrekt angezeigt werden. Also für dieses Beispiel gibt es das schon, aber es wird eben im Frontend noch nicht sichtbar. Das ist das Einfachste, was wir machen können. Dann soll natürlich auch die Preisliste angepasst werden. Es kann nicht sein, dass man dafür jetzt meinetwegen 4 € zahlt, nur dass man eben die hochaufgelöste Version geschickt bekommt. Wir wollen ein besseres Rechtemanagement direkt in unser Digital Asset Management System integrieren. Dann ist nämlich über den Download sofort sozusagen das TIFF erreichbar und nicht nur eben ein kleineres JPEG. Wir wollen noch einen Filter ergänzen, so ähnlich wie das bei der Deutschen Digitalen Bibliothek ist, dass man auch gezielt zum Beispiel nur den Bildbestand bekommt,
der eben leicht nutzbar ist, wo es eben nicht umständliche Nachfragen bedarf. Und wir wollen das Ganze auch besser maschinell nutzbar machen, also mit unserer Fair Data Roadmap erreichen, dass man zum Beispiel über eine technische Schnittstelle dann auch leichter direkt an die Daten herankommt. Und alles Weitere finden Sie, entweder können Sie diesen Barcode scannen oder über den Link, also die Open Access Policy, die PDF-Version von dem Leitfaden oder auch die Kontaktinformationen. Vielen Dank.